Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Videodreh. Heute zeigen wir euch, wie der Fensterflügel der Serie WS 075 zusammengebaut wird. Das ganze Thema Eckverbindungen haben wir euch schon beim Blendrahmen gezeigt. Deswegen werden wir das hier nur noch andeuten, weil da ändert sich nichts, das ist absolut identisch. Und danach gehen wir auf das Wesentliche ein, nämlich auf den Beschlageinbau. Auch hier sind wieder diese Flügelprofile zugeschnitten und bearbeitet, wie das bei den Musterkits üblich ist. Wir haben hier den unteren Bereich des Flügelrahmens, der ist hier zweimal ausgestanzt. Das ist dafür da, um eventuell anfallendes Kondensat abführen zu können in die gestanzte Dampfdruckausgleichöffnung, die dann im Grunde genommen durchgeführt wird auf die Außenseite des Flügels um 50 mm versetzt, damit es da keine Pfeifgeräusche gibt. Dafür gibt es natürlich eine Stanze, mit der das alles bearbeitet werden kann. Die ist aber sicherlich euch auch schon bekannt. Dann haben wir auch schon für den Gen 4.0 Beschlag alles vorbereitet. Man sieht hier die Ausnehmung für den Hook-Steckgriff und hier ist die Getriebeausnehmung gestanzt. Wir werden heute einen verdeckt liegenden Beschlag dazu verbauen, dazu aber nachher mehr. Wir haben jetzt hier wieder die entsprechenden Eckverbinder für die Fensterflügel. Wie gesagt, dort ändert sich nichts, was das Thema Eckverbindung angeht. Auch hier werden wir wieder mit Dichtstoff die entsprechenden Schnittflächen abtupfen, damit die nachher abgedichtet sind im Außen- und Innenbereich. Das habe ich jetzt hier nur angedeutet. Wie das genau geht, haben wir beim Blendrahmen schon gezeigt. Da verzichten wir jetzt drauf, genauso wie die Kleberinjektion. Ganz einfach, damit das Video auch nicht zu lang wird. Abweichend vom Blendrahmen haben wir im Flügel zwei verschieden große Eckverbinder. Das liegt einfach an der Geometrie des Flügels. Dort ist die Verwendung von zwei gleichen Eckverbindern nicht möglich. Das ist einfach konstruktions- und systembedingt so. Okay, dann würde ich sagen, Annika, wir bauen das Ding zusammen. Dann würde ich den jetzt so raufstecken. Heißt, wir müssen jetzt im Grunde genommen. Was da hinten mit dem. Jetzt. Nee, weil nach der Zeit nicht. Jetzt hast du zusammengebaut. Ne, hier ist unten linkes Fenster. So. Zum Zusammenbauen ist es besser, wenn wir den umdrehen. Also zum Zusammen verstiften. Ich hatte eben gesagt, dass wir zwei verschiedene Eckverbinder haben, einen großen und einen kleineren Eckverbinder. Der kleinere Eckverbinder sitzt in der Außenschale, der große Eckverbinder sitzt in der Innenschale des Flügels. Und ich beginne grundsätzlich mit der Innenschale des Flügels beim Verstiften. Das hat einfach den Hintergrund, weil ich mit diesem großvolumigen Eckverbinder die Möglichkeit habe, die Gärung schon so weit vorzuziehen, dass der kleine Eckverbinder keine Kraft mehr aufbringen muss, sondern nur noch unterstützt. Das ist nichts. Wir waren noch nicht ganz fertig mit dem Flügel, weil es gibt auch hier natürlich Aussteifungsecken. Auch diese können nachträglich eingeklipst werden, genau wie bei dem Blendrahmen auch. Und dann anschließend nachträglich mit dem Dichtstoff nochmal injiziert. Und anders als beim Blendrahmen haben wir beim Fensterflügel auch auf der Außenseite nochmal diese Aussteifungsecken. Auch da können sie nachträglich eingebracht werden, was bei der Fertigung ein Riesenvorteil ist. Man muss halt beim Zusammensetzen des Flügels nur auf zwei Eckverbinder achten und nicht auf insgesamt 4 Ecken, die reingebracht werden müssen. Und man sieht, sie lassen sich spielend leicht einsetzen. Und damit haben wir jetzt auch den Flügelrahmen fertig gebaut und können damit beginnen, die Dichtung und den Beschlag einzubauen. Jetzt setzen wir die Flügelüberschlagdichtung ein. Dadurch, dass wir verdeckt liegende Beschläge nutzen, können wir diese Dichtung vorher einbauen. Wir beginnen oben in der Mitte beim Flügel und setzen diese Dichtung dann umlaufend rein. Und sie wird dann hier oben zum Schluss einmal verklebt mit EPDM-Kleber. Beim Einsetzen der Dichtung ist noch zu sagen, dass wir sie umlaufend einziehen können.
ohne dass wir dazu die Ecken ausschneiden müssen oder weitere Werkzeuge nutzen müssen. Jetzt, wie ich es vorhin gesagt habe, wird der Abschluss im oberen Bereich dann mit dem EPDM-Kleber verklebt und damit ist die äußere Anschlagdichtung montiert. Wie wir eben gezeigt haben, haben wir im oberen Bereich des Fensters die Überschlagdichtung verklebt, sodass wir jetzt einen geschlossenen Rahmen haben. Damit haben wir den Flügelrahmen auch so weit vorbereitet, dass wir jetzt den Beschlag einbauen können. Jetzt kommen wir zu einem weiteren System-Highlight, unserem Beschlag GEN 4.0. Das GEN steht für German Engineering und wir haben einen Beschlagskarton. Dieser Beschlagskarton für den verdeckt liegenden Beschlag ist folgendermaßen aufgebaut. Er ist größenunabhängig, das heißt, egal welches Fenster ich baue, ob es das kleinste oder das größte Fenster wird, diesen Grundkarton brauche ich immer. Und dann habe ich zusätzlich noch größenabhängige Bauteile, wie zum Beispiel ein Getriebe. Dieses Getriebe kann, wenn das Fenster größer wird, auch schon mit einer Pilzkopfverriegelung versehen sein. Und ein weiteres absolutes Highlight sind unsere Treibstangen. Diese Treibstangen sind in 6 verschiedenen Längen plus eine Verlängerung bei uns bestellbar, sodass es keinen Zuschnitt gibt, keine Lochung gibt, die gemacht werden muss. Es müssen die Beschlagskanäle nicht mehr geöffnet werden. Dieser Beschlag ist von außen absolut frei positionierbar. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Um diesen Beschlag zu montieren, benötigen wir einen Montagehebel und einen 25er Torx und damit ist der gesamte Beschlag auch schon montierbar. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich jetzt. Ich hatte gesagt, dass in diesem Karton alle Bauteile drin sind, die größenunabhängig sind, also unabhängig davon, ob ich ein großes oder ein kleines Fenster baue. Hier sind alle Teile drin, die ich im Flügel verbaue und alle Teile drin, die ich im Blendrahmen verbaue. Wir haben hier den Flügel liegen, also beginnen wir auch mit den Flügelbauteilen. Das ist ein verdeckt liegender linker Beschlag. Ich habe das Fenster so hingelegt, dass hier unten ist. Hier ist im Grunde genommen die Getriebeseite. Das heißt, auf diese Seite hier unten wird das Flügellager eingesetzt. Das Einsetzen des Flügellagers erfolgt durch Einkippen und Hochschieben. Und damit ist das Flügellager auch schon montiert. Als nächstes bauen wir jetzt die bandseitige Eckumlenkung ein. Ganz grundsätzlich gesprochen, es spielt gar keine Rolle, mit welchem Teil ich anfange. Ich kann mit den Eckumlenkungen anfangen, ich kann mit dem Getriebe anfangen. Das sind die Bauteile, die ich montieren muss. Und in welcher Reihenfolge das funktioniert, spielt bei diesem Beschlag absolut keine Rolle. Ich gehe jetzt also zur Bandseite und setze dort die Eckumlenkung ein. Wird in diesem Falle auf der Bandseite eingeschwenkt und dann in die richtige Position geschoben. Und jetzt wird mit diesem Montagehebel dieser Kunststoffclips an der Seite in die Position gedrückt. Dann wird mit einem 25er Torx im Bereich des Pilzkopfs die Hinterhakung festgesetzt und damit ist die Eckumlenkung fertig montiert. Jetzt haben wir noch die beiden griffseitigen Eckumlenkungen. Bei dem GEN 4.0 Beschlag ist es folgendermaßen, dass sich einmal oben und einmal unten am Fenster jeweils eine Pilzkopfverriegelung befindet, sodass die Position der Eckumlenkung auch eindeutig ist. Alle Bauteile des Beschlags sind im Übrigen so eingestellt, dass sie in Drehstellung vormontiert sind und sich beim ersten Betätigen des Beschlags dann diese Arretierungen lösen und der Beschlag frei schaltbar ist. Die Eckumlenkung wird frei positioniert und dann wird wieder, genau wie bei der oberen Eckumlenkung auch, diese Kunststoffkappe einmal links, einmal rechts in die Position gedrückt und dann wieder wie eben bei der oberen Eckumlenkung auch mit dem 25er Torx die Position des Pilzkopfs arretiert.
Jetzt fehlt noch die Eckumlenkung auf der Griffseite oben. Bei dieser Eckumlenkung ist es folgendermaßen, die hat eine Fehlbedienungssperre. Es gibt auch die Variante, die Fehlbedienungssperre am Getriebe zu setzen. Allerdings sind die Beschläge, die wir gezeigt haben, diese Einerverpackung, größenunabhängig immer so ausgelegt, dass die Fehlbedienungssperre an der Eckumlenkung sitzt. Auch hier wird die Eckumlenkung eingelegt in die richtige Position und dann wieder mit dem Montagehebel die beiden Kunststoffklipse gedrückt und dann wieder mit dem 25er Torx erfolgt die Arretierung für den Pilzkopf. Um die Fehlbedienungssperre zu aktivieren, gehen wir auch hier ebenfalls mit dem Montagehebel unter, drücken den einmal nach oben und wenn das gemacht ist, brauchen wir nur noch diesen kleinen Kunststoffwinkel nach unten drücken und damit ist die Fehlbedienungssperre aktiviert. Jetzt haben wir noch das Getriebe selber. Auch das wird im Grunde genommen einfach nur eingesteckt. Und damit ist es erstmal montiert. Jetzt fehlt für den Flügel noch diese Oberschiene. Auch da ist zu sagen, wir haben nur noch eine einzige Scherengröße. Die geht bis zu einem Breitenmaß von 1335 mm. Ab 1335 mm kommt eine Zweitschere hinzu, die dann montiert werden muss, sodass wir mit der maximalen Flügelbreite bis 1635 mm nur mit einer einzigen Scherenbreite auskommen. Die Oberschiene wird im oberen Bereich montiert, gegen die bereits montierte bandseitige Eckumlenkung geschoben und dann mit einem einfachen Klick reingesetzt. Wenn diese beiden Teile hier zusammenliegen, dann ist sie richtig montiert. Diese Oberschiene muss jetzt allerdings auch noch einmal festgezogen werden mit einem 25er Torx. Dafür ist hier eine entsprechende Schraube. Es verdreht sich dahinter ein Bajonett. Und da muss ich so lange weiterdrehen, bis die Schraube hier bündig in ihrer Einbettung drin sitzt und damit ist die Oberschiene fertig montiert. Nachdem wir nun alle Beschlagsteile, die größenunabhängig sind, montiert haben, kommen wir dazu, diese Teile miteinander zu verbinden. Dafür gibt es diese Treibstangen. Wie gesagt, diese Treibstangen sind alle schon abgelenkt. Die gibt es in 6 verschiedenen definierten Längen, immer einen Längensprung von 75 mm. Und wenn man jetzt eine Zusatzverriegelung braucht, muss man die noch nicht mal lochen, weil hier einfach wieder eine neue Verriegelung angesetzt wird. Eine sehr, sehr schnelle und flexible Art und Weise, einen Beschlag in einem Fenster einzubauen, ohne dass man Schubstangen zuschneiden muss. Man muss sie nicht lochen, man muss sie nicht entgraten, man muss keine Kanäle öffnen. Das ist alles frei positionierbar. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch. Wir haben wieder diesen berühmten Montagehebel dafür, den wir eben schon für die Eckumlenkung genutzt haben. Und den werden wir jetzt auch dafür nutzen, die Treibstangen einzubauen. Man kann hier jetzt erkennen, dass die beiden Zahnbetten offen liegen und die müssen miteinander verbunden werden. Das Gleiche machen wir dann an dieser Position auch. Damit ist dann auch die untere Eckumlenkung mit dem Getriebe verbunden. Und des Weiteren machen wir das hier oben im Bereich der Oberschiene zu dieser Eckumlenkung auch. Das heißt, wenn alle 3 Treibstangen eingebaut sind, ist dieser Beschlag fertig montiert. Um die Treibstangen zu montieren, sollte man auf Folgendes achten. Hier unten ist eine kleine Stufe. Diese Stufe wird in den Beschlagskanal eingelegt, muss so positioniert werden, dass die Zahnstange immer voll im Zahnbett drin liegt. Und um sie jetzt in die endgültige Position zu bekommen, nutzen wir wiederum diesen Montagehebel, der dafür genutzt wird, die Treibstange zu montieren. Man kann auch hier erkennen, dass da 3 Pfeile drauf sind. Dort, wo die Pfeile sind, ist oben eine kleine Feder angebracht. Und ihr habt es eben gehört, durch dieses Klicken ist die Rückmeldung da, dass die Treibstange auch richtig montiert worden ist. Das Ganze machen wir jetzt hier und dort oben auch nochmal. Nachdem wir jetzt die Treibstangen montiert haben, drehen wir den Flügel noch einmal um und können dann auch den Griff montieren. In diesem Fall ist es der Hook-Steckgriff, für das es ein spezielles Getriebe gibt.
Dort an diesem Getriebe ist gleich ein Adapter dran, sodass dieser Steckgriff montiert werden kann. Wir haben hier eine Rosette, die mitgeliefert wird. Diese Rosette wird in den Adapter eingeschraubt und wenn das passiert ist, wird der Griff im Grunde genommen nur noch in dieses Getriebe eingedrückt. Das zeige ich jetzt nochmal. Hier sieht man den Adapter, der am Getriebe bereits montiert ist. In diesen Adapter wird die Rosette jetzt eingeschraubt. Die Schrauben und diese Rosette, das ist alles vormontiert, bekommt man fertig geliefert. Hierfür braucht man jetzt einen 15 mm Torx. Und durch das Verschrauben dieser Rosette mit dem Adapter bekommt das Getriebe auch die endgültige Position im Profil, wird im Grunde genommen so nach oben gezogen und gegen die Wandung gedrückt, sodass dann der Steckgriff auch montiert werden kann. Auch das zeige ich gleich nochmal. So, das ist montiert. Und jetzt kann der Steckgriff in Drehrichtung in die Rosette gesteckt werden mit einem leichten Schlag und damit ist der Fenstergriff fest. Damit ist der Beschlag komplett montiert und jetzt können wir uns den Blendrahmen, den wir beim letzten Mal gebaut haben, nehmen und dort auch die Beschlagsteile montieren und dann die beiden Teile miteinander verbinden. Jetzt kommen wir zu dem Blendrahmen. Bei dem Blendrahmen haben wir im Minimum immer 3 Schließstücke. Einmal das Drehkippschließblech, welches unten montiert wird, ein Schließstück oben bei der Eckumlenkung und ein Schließstück wandseitig. Diese Schließstücke montiere ich immer am Anfang. Warum das ist, werde ich gleich noch was zu erzählen. Auch diese Teile lassen sich frei positionieren und haben dann einen entsprechenden Bajonettverschluss. Ich kann den jetzt einmal kurz arretieren, ohne weiter zu befestigen und schon sitzt das Teil drin und ich kann das dort positionieren, wo es sein muss. Das gleiche mache ich hier oben auch. Verdrehe den Bajonettverschluss einmal, dann kann es erstmal nicht mehr rausfallen und ich kann es nachher an die Position schieben, in der ich das brauche. Hier ist die Bandseite, hier genau das gleiche. Wie finde ich die richtige Position? Hier kommt wieder mein Montagehebel zum Einsatz. Wir haben hier 2 Markierungen drauf. Einmal K für ein Kippschließblech und einmal S für ein Standardschließstück. Und diese beiden Kerben geben die Einlaufkante des jeweiligen Pilzkopfs die Position dafür an. Ich brauche die nur hier gegenhalten. Wir schieben also diese Einlaufkante, das wäre jetzt diese Kante hier vorne, auf die Position S von Standardschließstück. Und wenn diese beiden Teile übereinander liegen, dann habe ich die Position gefunden und kann auch dann entsprechend das Schließstück befestigen. Damit sind die 3 Standardschließstücke montiert und wir machen weiter mit dem unteren Ecklager und mit dem oberen Scherenlager im Blendrahmen. Auch diese Teile befinden sich in dieser Verpackung. Die werden einmal entsprechend im linkes Fenster. Die haben ein linkes Fenster, ne? Linkes Fenster. Ja. Gut, dass du mir das nochmal sagst. Position auf ein neues. Um die Position von diesem Drehkippschließblech zu finden, haben wir auf diesem Montagehebel 2 Markierungen. Einmal ein K für Kippschließblech und einmal S für Standardschließstück. Ich brauche den Hebel nur gegen den Blendrahmen halten, schiebe dieses Teil in die richtige Position und dann kann ich es in der endgültigen Position befestigen. Jetzt kommen wir also zu dem Ecklager, zu dem linken Ecklager. Das wird in die Beschlagsnut eingeschwenkt und dann an die Position gefahren. Und wenn das in der richtigen Position sitzt, dann ebenfalls mit einem 25er Torx befestigt.
Ich zeige das hier immer ganz bewusst mit einem Schraubendreher. Natürlich macht man das in der Werkstatt, nachher in der Produktion mit einem Akkuschrauber. Aber um sowas bei einer Schulung oder bei einer Einweisung zu zeigen, ist immer so ein Handschraubendreher ganz praktisch. Wichtig zu wissen, man braucht immer nur einen 25er Torx und nichts weiter. Hier sind 2 Schrauben drin zur Befestigung. Eine sitzt genau unter dem Ecklager und die andere, wie eben gesehen. Das Ganze ist auch selbst justierend, das heißt, man braucht auch keine Leere, um sowas zu positionieren. Das positioniert sich alles von alleine. Und jetzt kommt das Scherenlager, das wird oben montiert. Von der Sache her genauso wie das untere Ecklager. Auch das Bauteil wird in die Beschlagsnut eingefädelt und dann nach oben geschoben. Und damit ist es montiert. Jetzt zeige ich auch noch mal, wie das Ganze mit dem Akkuschrauber funktioniert. Und damit ist auch das obere Scherenlager montiert. Jetzt haben wir den Blendrahmen so weit vorbereitet, dass der Flügel eingehängt werden kann. Um den Flügel einzuhängen, machen wir das Ecklager im unteren Blendrahmen in die Offenstellung und kippen einmal diese Arretierungsfeder zur Seite. Ich hole den Flügel jetzt dazu. Um diesen Flügel jetzt zu montieren, gibt es ein ganz gutes Hilfsmittel. Wenn diese Profile, so wie hier, nicht abgeklebt sind, sondern schon in der fertigen Oberfläche geliefert werden, ohne Folierung, dann kann man so eine kleine Schutzecke nutzen, die wird über den Flügel geschoben. Die hat auch den ganz großen Vorteil, wenn die drauf sitzt, dann hat der Flügel automatisch die richtige Höhe und kann hier direkt in den Zapfen eingefädelt werden. Auch da ist natürlich wieder gut, wenn man das zu zweit macht. Und insofern würde ich jetzt gerne wieder Annika dazu bitten, dass sie den Flügel mit einhängt. So, einmal festhalten. Einmal hier. Also einmal den Flügel drehen. Jetzt wäre es gut, wenn du da oben stehen könntest. Das wäre super. So. So, um den Flügel jetzt einzuhängen, können wir den Flügel hier direkt abstellen, weil damit automatisch die Höhe vorgegeben ist für diesen Zapfen. Das heißt, wir führen den Flügel ein. Der rastet hier schon in die Beschlagsaufnahmezone. Wir verdrehen diesen Edelstahlwinkel. Der rastet hörbar ein und schon ist der Flügel im unteren Bereich montiert und kann auch nicht mehr rausfallen. Jetzt geht es oben weiter, ähnliche Funktionsweise. Wir werden das Scherenlager nach oben klappen, eine Arretierung öffnen, dann das Ganze einfädeln und die Arretierung schließen und damit ist auch der obere Bereich montiert. Das Ganze ohne jedes Werkzeug. Genauso einfach können wir den Flügel nachher auch wieder aushängen. Ein Werkzeug ist dafür nicht notwendig. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt. Hier haben wir die Arretierung. Die öffnen wir. Wir legen diese beiden Bauteile jetzt übereinander, sodass er hier einrasten kann. Hier auch. Und wenn beide Punkte eingerastet sind, dann wird dieser Hebel einfach wieder in die Ausgangsposition zurückarretiert und damit ist der Flügel auch schon fertig montiert. Danke. So, nachdem wir jetzt diese beiden Teile miteinander verbunden haben, kommt die Funktionsprüfung. Ich hatte gesagt, beim ersten Mal des Drehens brechen diese ganzen Arretierungen für die Drehmittenstellung ab. Das ist jetzt passiert. Damit ist der Flügel geschlossen in Drehstellung und auch in Kippstellung. Und damit haben wir das ganze Fenster im Grunde genommen gefertigt. Also wir können auch das Ganze in Gebrauchslage nochmal zeigen. Damit ist das Fenster im Grunde genommen, das Drehkippfenster mit einem verdeckt liegenden Beschlag gefertigt worden. Das war es von meiner Seite aus. Vielen Dank.